Was geht, Freunde? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Heute ist wieder wirklich der toteste Tag in der Woche. Wir haben Sonntag. Sonntag ist wirklich ein Tag, wo ich mir denke, einfach skippen. So wie manche Beine skippen, einfach diesen Tag skippen. Ich verstehe den Tag einfach nicht. Für euch gibt es auf jeden Fall ein Video und in dem Video geht es auf jeden Fall um eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, aber auch sehr verstörend zugleich ist. Und zwar geht es um Videoaufzeichnungen von Haustüren, wo sehr, sehr komische Sachen passieren, wo komische Menschen unterwegs sind, wo komische Menschen an der Tür klingeln und irgendwas versuchen. Also ihr werdet es auf jeden Fall im Laufe des Videos checken, was ich damit meine. Passt auf euch auf, schließt doppelt und dreifach am besten die Tür ab, damit genau sowas nicht passiert. Wobei ich sagen muss, eigentlich passiert das in den meisten Fällen eher in Amerika. Also in Deutschland sind wir eigentlich relativ sicher. Trotzdem lasst die Terrasse nicht auf. Vielleicht bin ich irgendwann derjenige, der durch deine Haustür reinkommt oder durch die Terrassentür. Pass auf, kann alles passieren. Deswegen wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Und genau jetzt, wo ihr das Video auch gerade seht, bin ich höchstwahrscheinlich noch live. Deswegen, wenn du nichts zu tun hast, dann komm auf jeden Fall auch jetzt in den Livestream rein. Was kurz bevor die Reaction angefangen hat, passiert ist. So, was wollen wir uns als erstes anschauen? Wollen wir erstmal mit einem 14-Minuten-Video anfangen? Oh mein Gott! Ey, Wallah, du bist so schlimm, ne? Wallah, ich war gerade so drin in dem Fernseher, ich sehe diese Gesichter so Flasche. Bei Gott, ey, ich war kurz vor Dings, kurz vor Herzinfarkt. Ich schwöre, ey, das war gerade schlimm. Oh, das tut weh. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Oh mein Gott. Was laberst du? Warte mal. Wallah, ich finde das gerade derbe gruselig, ne? Ich erwähne, das sind Aufnahmen von einer Haustür. Und du weißt ja nicht, ob du da zu Hause warst, ob du nicht zu Hause warst. Und du siehst diese Aufnahmen dann. Und hat sich ein Messer. Ist es Messer oder Schlüssel, Digga? Was würdet ihr sagen, Chat? Messer oder Schlüssel? Schlüssel. Alle schreiben Schlüssel, aber Bruder, ein Schlüssel ist doch nicht so gebogen, oder? Ich weiß ja nicht, was in Amerika für Türen unterwegs sind, aber Bruder, das ist auf jeden Fall gebogen. Ey, ich sehe schon, Wallah, Chat, ich sehe schon, wie wir uns jedes Stream solche Sachen angucken. Das wird eine neue Serie mit Ansage. It was captured in Flint, Michigan on April 24th, 2023. Oh mein Gott, das ist richtig gruselig. The house had 2 ring cameras. Ey, bitte wirf keine Flasche mehr. Bitte. Ey, Aschko, ich sag dir jetzt, ne, wenn du eine Flasche noch wirfst, ich stehe wirklich mit weißem Kleid vor dir, aber mit Hotpants. Around 10 p.m., a man in a red jacket and another person just behind him are shown walking up to the house's front. Bruder, ich wäre da schon gestorben, Chat. Wallah, ich wäre da schon gestorben. Junge, guck dir mal an, wie der Typ geht. Allein dieser Gang ist gerade schon gruselig. Before knocking or ringing the doorbell, the man in the jacket immediately starts trying to break down the door. Oh mein Gott. Ey, kann jemand mitnehmen? Ich wollte so Single sein. Warum wirst du aber? Ich hab dich ja schon diesmal. Weißt du, was ich gerade hoffe einfach? Dass bei dir Dings angeht. Keine Ahnung, Fernseher mit Dings, der Exorzist. Dass sie sich einfach in die Hose pinkelt. Und danach heißt, bitte, mach Kamera aus, ich muss hoch. Ich hab Angst. Guck bitte, wie schlimm sie ist. Ey, alles gut, ne? Wenn du immer alleine bist, kein Problem. Aschken, können wir FaceTime? Ich habe voll Angst, ich habe irgendwas gehört draußen. Die Waschmaschine vom Nachbarn ist so laut. Ich habe das Gefühl, da passiert was. Bruder, ich frage mich aber gerade, was hat der Typ davor gehabt? Ey, Aschken, Wallah, ich mache jetzt beide Kopfhörer rein, bitte nichts werfen. Ich arbeite hier. Falls to the ground from the impacts, but the door itself doesn't budge. After those few seconds, the man walks around to the house's side door and again immediately starts trying to break it down. By this point, the homeowner had woken up in a panic and was checking their camera's feed for an explanation. Das sieht mir aber eher danach aus, dass die Leute da einbrechen wollten. Das war jetzt für mich nicht so wirklich verstörend, trotzdem gruselig, ne, weil es am Ende des Tages auch Einbrecher sind. Aber, ja, wir gucken mal weiter. Noticed their doorbell camera on the ground and so they switched over to their other camera. Ellen Luigi, Dankeschön für den Raid. Wieder eine Person. Was ein Wunder. Also ich glaube, der nächste Raid wird auch wieder eine Person sein. Dankeschön. As the banging noise rang out throughout the house, they could now see what was causing it. Gruselig. Wallah, The gruselig. homeowner's voice coming over the speaker was enough to scare the 2 men off. Police were called out to the property.
When they reviewed the footage, they noted that one of the men was armed. Was hat er aber in der Hand gehabt, Chat? What these two men planned to do with the people inside if they had successfully broken in is unknown. It's unclear if they were ever identified by police. This clip was captured at 3 in the morning on April 9th, 2023. It happened in Albuquerque, New Mexico. Bruder, das ist gruselig, Chat. Das ist sehr gruselig. The homeowner was sleeping when the clip was recorded. It wasn't until he woke up and saw a notification on his phone that he found out about it. Hauptsache Dutzit. He reviewed the footage, horrified. Ach du Scheiße, das ist ein Schlüssel, aber so im, hier von der Optik sieht's aus wie so ein Revolver. This is what he saw. A woman is shown trying multiple different keys to get into the house and even looking around for a hidden one. Ja, sie trifft nicht mal das Loch. The homeowner claimed that he had never seen this woman before. He said that she later started throwing rocks at his car and trying those locks. It's likely she was under the influence of something. Multiple times she tries to insert keys into the doorbell camera itself. Überleg mal, das ist alles nachts, Chat. Junge, stellt euch mal vor, ihr müsst euch richtig in die Situation hineinversetzen. Digga, wie ihr einfach zu Hause seid, ihr schaut euch gerade einen Film an. Gerade kommt Werbung, ihr macht Werbung auf stumm. Auf einmal hört ihr irgendwie an eurer Tür Schlüssel. Bruder, ich würde mir in die Hose pissen. After a few Ich würde mir denken, im Horrorfilm, dieser Mörder ist jetzt gerade hier. and was never seen on the property again. Her intentions are unknown. Heftig. Walter Hickox is a homeowner in Daytona Beach, Florida. His home is set out in a wooded section of the city. In January of 2022, Walter was taking his 3 dogs out onto the when he noticed one of them intently looking at something outside. The dogs suddenly start running to the left side of the camera, and that's when Walter realizes they were looking at a black bear. The bear climbs over a protective. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bär einfach bei dir reinkommt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ein Bär. Ich dachte, es wäre wirklich ein großer Hund, einfach das ist ein Bär, Bruder. Das ist wie, als würdest du Ronaldo ziehen. Das ist gefühlt unwahrscheinlich. With barely any time to Aber Bruder, jetzt Hand aufs Herz, ne? Er hat unnormal krass reagiert. Erstens hat er diesen Bär wieder zurückgeschoben. Ich wäre wahrscheinlich, Bruder, ich hätte gesagt, ach, meine 3 Hunde. War schön, euch kennengelernt zu haben, aber Bruder, wir müssen uns leider trennen. Also, ihr könnt ja gerne mit dem Bär spielen, aber ich bin da raus, ich bin auf der Couch. Er hat aber in der Situation richtig schnell reagiert und hat auch nochmal diese Bank darüber geschoben. Krank. That's what he was seeing. Walter lunges at the bear as it goes for his dogs. He manages to push it back before he shoves a nearby chair in the doorway, preventing it from attacking again. He yells out that he was attacked by a bear as he brings his dogs back inside. Chef von einer Frau ist zu Hause in der Küche und du schreist, da ist ein Bär. Die Frau denkt sich auch so, ja okay Schatz, du bist heute wieder ganz lustig. Da ist ganz bestimmt kein Bär. Was möchtest du essen? Hier ist ein Bär, hier ist ein Bär. Was möchtest du essen, Schatz? Ich will es auch nicht glauben. In Texas got a knock at their door for a DoorDash delivery around 1:20 in the morning. Only the homeowner hadn't ordered DoorDash. She was sleeping. It was only her and her nephew in the home at the Warte mal, wurde etwas zu essen bestellt oder wurde die Frau bestellt? Weil die Frau sieht nicht aus wie eine Lieferantin. She remembers waking up to a metal clinking sound, but didn't think much of it until she noticed damage to the outside of her house the next morning. This caused her to look back at her cameras, both the footage from her doorbell camera and the one she had set up in her backyard. This is what she saw. Also das ist jetzt gerade, finde ich, noch nicht so gruselig, weil man nicht weiß, was da jetzt gleich passiert. DoorDash. Bruder, das Ding ist, ich muss gerade lachen, ne? Die sind irgendwo eingebrochen und der eine ist erstmal Jump House. Der springt ein bisschen. The first video isn't as concerning. A woman standing at the door claiming to be with a DoorDash from 1:20 a.m. to 2 a.m. This could be written off as a determined delivery driver that unknowingly had the wrong address. But it was the backyard footage that was genuinely concerning. At 2 a.m., 4 men got into the backyard and tried to gain entry into the home through a window. It's likely they planned on entering through the front door by ambushing the person that opened it for the DoorDash delivery.
But when no one answered, they resorted to trying the backyard while the fake DoorDash deliverer stayed out front as a distraction. Aber ich check das jetzt gerade nicht. Warte mal, wurde da eingebrochen gerade, wo sie etwas liefern wollte, oder gehört sie dazu? Das habe ich jetzt nicht verstanden. However, unfortunately, the men would be unsuccessful and are shown running away from the house on the... Okay, die wollten gerade einbrechen und dadurch, dass der Lieferant geklingelt hat, oder die Lieferantin, sind die abgehauen. The 4 men and the woman at the front door were all seen leaving the area together in a dark-colored sedan. Ach, die gehört zu denen. Das ist die Tochter. Die wollte ablenken. Boah, ich check das jetzt gerade gar nicht. In June of 2019, multiple homes in Chicago got a visit from a man claiming to be an investigator known as Jeff Rushmore. The only problem is that man doesn't exist. He was impersonating an investigator with the local police department, fully equipped with a fake uniform, a fake badge, and fake police radio chatter. This Ring camera caught him performing the act. Can you open the door? 26, I got you en route. Hill Park District 821 is going to be the sixth person. 900 North Villa. 900 North Villa. Looks like PD is with them and have them in custody. Also für die Leute, die das nicht verstanden haben, das ist wohl ein Fake-Polizist, also ein Typ, der sich als Polizist ausgegeben hat, aber keiner ist. Ah, mit iPhone gefühlt. Bruder, also das hättest du auch drin lassen können. 640 George, individual not answering the door. The homeowner doesn't answer the door. Ich frage mich aber jetzt, als Beispiel, wenn die Person jetzt die Tür aufgemacht hätte, was hätte er jetzt gemacht? Einbruch, Überfall, Mord, ich weiß es nicht. Even faking a call back reporting the unresponsive homeowner. Another home in the area equipped with a Ring doorbell camera shows the same man. This time the homeowner does open the door. Warte, das ist der gleiche Typ bei einer anderen Person und die Person hat wohl die Tür geöffnet. Also das, was ich mich eben gefragt habe, passiert jetzt. Die Person hat die Tür aufgemacht. Bruder, was passiert jetzt? Hi, sorry to bother you so late. Rushmore with the Winfield Police Department. I'm an investigator. One of your neighbors down the street reported a missing... The video cuts out there. The man explains a missing person case, and when the homeowner says he doesn't know anything about it, the interaction ends. The motives behind him impersonating an investigator. Da ist das Video zu Ende. Often there are cases like this where the man is simply trying to get people to open their door thinking they're safe, but proceed to rob them, or sometimes worse. However, he doesn't do this. No one knows his motives. Was hat er jetzt gemacht? Das Problem ist, die weitere Aufnahme gab es wohl nicht. Entweder hat er die ausgeraubt, das hätten die aber eigentlich, glaube ich, gezeigt. Ich denke, es war vielleicht etwas Schlimmeres, vielleicht Mord oder so. I honestly believe he was testing the waters, and as he felt more confident, he would have escalated from getting people to open their door to entering into people's homes to only God knows what next. According to recent documents, the man was never identified. Oder er wollte damals einfach Polizist werden und wurde es irgendwie nie, hat den Sporttest nie bestanden, deswegen macht er das jetzt so ehrenamtlich. The doorbell footage shows a man appearing on the left side of the screen and climbing on the guardrail. He was trying to stay out of frame as he attempted to take the Ring camera off of the home. Oh, so ein Idiot, ne? Ey, 2 Gehirnzellen, die bei ihm funktionieren. Guck mal bitte. Hier könnte man hochgehen. Er will aber von hier die Kamera ausmachen, merkt aber nicht, dass er trotzdem im Winkel ist. Also der Typ ist auf jeden Fall sehr, sehr schlau und hat einen IQ von 185. As he attempted to take the Ring camera off of the home. Inside the home was a woman and her son. The man was the woman's ex-boyfriend. He failed to remove the camera, so he left, but returned 30 minutes later. This time he had a cloth to cover the camera. Weil er hätte seinen Ausweis da liegen lassen können, wäre genau das Gleiche. Man erkennt ihn einfach. Ey, irgendwie triggert mich das gerade, dass er die Kamera nicht abkriegt. Three minutes later, the homeowner's son ran into her room, frantic, telling her their car was on fire. Police and firefighters were called to the scene, but not before the fire destroyed their car and most of their home. Scheiße. Das war der Ex-Mann von der Frau, also von der Mutter. Und die Mutter hat in dem Haus gelebt mit ihrem Sohn.
Bruder, bei sowas bin ich immer richtig empfindlich, weil ich mir vorstelle, so ich bin mit meiner Mutter auch aufgewachsen zusammen, so alleine, ne? Und ich denke mir dann auch so, okay, stell dir vor, da wäre jetzt irgendein Typ gekommen und hätte uns das angetan, wie unser Haus da gebrannt hätte. Bruder, ich hätte den Typen gejagt. Auf Ernst. Marianne, an expert in abusive relationships, responded with, "Abusive relationships are about power and control. And when that power and control is taken away or it's minimized, then what we see is those efforts are escalated to try and get back." Police are currently looking for the homeowner's ex-boyfriend seen in the video. Das denke ich mir auch. Also, Edina, ich denke mir auch so, Bruder, man hätte doch wenigstens eine Maske anziehen können, aber der Typ ist voll. This happened in April of 2023 in a wooded section of Asheville, North Carolina. Ach du Scheiße, auch noch 2. Aber da verstehe ich auch, dass da Bären sind, Bruder, weil der lebt ja mitten im Wald. The homeowner of this house got a notification saying motion was detected at her front door. She opened the app on her phone and saw 3 bears on her front porch. 3 sogar. They were tearing open trying. Die haben einfach Amazon-Paket aufgemacht. Bruder, die haben einfach Ware. Stefan, du wartest seit 2 Wochen auf ein Paket und du siehst einfach 3 Bären in dein Paket mit. This footage was captured at night just before 2 a.m. It shows a man ringing the doorbell to this home in Rochester, New York. Immediately after, he hides behind a parked car. He's seen crouched down, holding some kind of club in his hand, breathing heavily and sweating profusely. He nervously looks back and forth from out at the street to back at the house's front door. Ich check das jetzt gerade erst. Der hat da geklingelt, hat sich dann neben dem Auto versteckt mit irgendwas in der Hand und er schwitzt und ist sehr nervös. Also dem würde ich auf jeden Fall die Tür nicht aufmachen. B, ich würde auch gar nicht erst durch den Türspion gucken. Ich würde einfach direkt die Polizei rufen. Junge, ich erkenne ja hier schon seinen Schweiß. Warum sind die Leute da alle so krank? Ich bin euch ehrlich, ich hätte Angst, in Amerika irgendwo ein Haus zu haben. Bruder, ich würde schön mitten in der Stadt leben. Aber das hier zum Beispiel ist typisch Amerika. Ich feiere den Vibe eigentlich auch von den ganzen Filmen. Aber Bruder, ich würde da niemals leben können. The man clearly looks to be on something. When he realizes no one was going to answer the door, he walks away. Another minute passes when a voice yells out that the police are on their way. It's unclear whose voice this is. There are 2 main possibilities here. Either this man... Bruder, ich bin euch ehrlich, hätte ich einen Pitbull, ne? Ich hätte aus Versehen die Leine fallen lassen, die Tür aus Versehen aufgemacht und hätte gesagt, heute gibt's Abendessen. Hiding from someone for one reason or another, and he was trying to get inside a house so that he wouldn't be found. The voice being the person he was hiding from. Or he was trying to bait the homeowner into opening the door, where he then planned to do who knows what. The voice here being a concerned neighbor that saw what he was doing. Either way, the man most likely did not have the best intention. Ey, Chat, eine Frage an euch. Findet ihr solche Videos interessant? Ich weiß nicht, warum, ich fühle die unnormal. Also für den nächsten Stream gucken wir uns eventuell dann auch noch eine weitere Folge davon an. Also ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es interessant, verstört, aber auch gruselig zugleich. Also ich fühle das auf jeden Fall.